Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute kochen wir mal wieder einen Auflauf, hatten wir ja schon länger nicht mehr. Mein Auflauf wird heute mit Pasta, Hähnchenfleisch und Spinat gemacht. Eine ganz tolle, leckere Kombination. Und wie ich das zubereite, das seht ihr wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige Rezept benötigt ihr 200 Gramm vorgekochte Nudeln, 200 Gramm Hähnchenfleisch, ein Paket vorgekochten aufgetauten Spinat, eine Stange Lauch, eine rote Paprikaschote, 2 Knoblauchzehen und 150 Gramm Käse zum Überbacken. Und wie ihr das ja schon von mir gewohnt seid, noch weitere Zutaten, die sich während des Kochens ergeben. Aber alle Zutaten mit Mengenangaben findet ihr wie immer in meiner Videobeschreibung. Als erstes habe ich das Fleisch unter fließend Wasser gut gewaschen und danach richtig gut trocken getupft. Jetzt wird das Fleisch ganz einfach in grobe Stücke geschnitten. Das geschnittene Fleisch habe ich jetzt in eine Schüssel gegeben und würze es. In diesem Fall mit Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß. Das Fleisch rühren wir jetzt einmal gut durch, damit die Gewürze sich auch überall richtig schön verteilen können. Jetzt wird das Fleisch noch mit etwas Speisestärke bestreut. Die sorgt nämlich später dafür, dass das Fleisch außen schön kross und innen richtig schön zart bleibt und nicht austrocknet. Die Speisestärke wird mit dem Fleisch jetzt richtig gut verrührt, damit das Fleisch einmal damit ummantelt ist. Als nächstes erhitzt ihr Öl in einer Pfanne auf mittlerer Stufe. Ich habe hier ein Sonnenblumenöl verwendet, ihr könnt aber auch jedes andere Öl verwenden. In das erhitzte Öl geben wir jetzt unser Hähnchenfleisch. Durch die Zugabe der Speisestärke klebt das Fleisch jetzt ein bisschen aneinander, dann zupft ihr es einfach so ein bisschen auseinander. Wenn das Fleisch einmal locker und lose ist, dann klebt es später auch nicht mehr zusammen. Das Fleisch, das wird jetzt von allen Seiten einmal richtig kräftig angebraten. Es sollte außen ruhig schön krossbraun sein. Und dann wird es Zeit, das Gemüse dazu zu geben. Das habe ich jetzt einfach nur gut gewaschen und klein geschnitten. Die Paprika habe ich in grobe Würfel geschnitten, die Möhren in etwas feinere Würfel und den Lauch einfach in Ringe. Das Ganze wird jetzt gut verrührt, damit sich das Gemüse auch gut in der Pfanne verteilen kann. Das Gemüse wird jetzt kräftig mit Salz, Paprika edelsüß und Pfeffer gewürzt. Danach wird erstmal wieder alles richtig gut miteinander verrührt, damit sich die Gewürze im gesamten Gericht gut verteilen können. Und jetzt gießen wir die Flüssigkeit an. Ich habe hier 200 ml Kochsahne und 200 ml Gemüsebrühe dazu. Dann decken wir das Ganze mit einem passenden Deckel ab und lassen es für ca. 10 Minuten auf leiser Stufe vor sich hin köcheln. Und nun kommt der vorgekochte Spinat dazu. Den habe ich mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abgeschmeckt. Den Spinat, den rühren wir jetzt einmal richtig schön in unser Gericht ein. Das Ganze lassen wir jetzt noch mal 2 Minuten köcheln und binden es dann mit angerührter Speisestärke ab. Ihr gebt einfach so viel dazu, bis die Soße für euch die richtige Konsistenz hat. Empfehlenswert ist es hier, die Speisestärke wirklich nur nach und ganz vorsichtig zum Gericht dazu zu geben. Dabei solltet ihr immer durch das Gericht durchrühren. Jetzt schmeckt ihr nochmal final ab und würzt gegebenenfalls noch etwas nach. Jetzt geben wir die vorgekochten Nudeln in eine Auflaufform und geben darüber unsere Spinatsoße mit dem Hähnchenfleisch und dem Gemüse.
Die gesamte Soße verteilen wir richtig schön über den Nudeln. Schaut das nicht schon richtig lecker aus? So schön bunt. Aber das Beste am Auflauf fehlt natürlich noch, der Käse. Der Auflauf sollte komplett und dünn mit Käse bedeckt sein. Ich habe hier jetzt selbst geriebenen Parmesankäse genommen. Ihr könnt aber auch Gouda oder jeden anderen Käse nehmen, den ihr möchtet. Nehmt am besten einfach euren Lieblingskäse. Das Ganze kommt jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 Minuten in den Backofen. Diesen Auflauf kann ich euch wirklich nur empfehlen nachzumachen. Und hier kommt das leckere Ergebnis. Unser leckerer Spinat-Nudel-Gemüseauflauf. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich nämlich freuen, wenn ihr beim nächsten Rezept auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!